und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute knöpfen wir uns wieder gemeinsam eine besonders schwierige Stelle vor beim Wechsel von tiefen zu hohen Tönen oder umgekehrt beim Blockflöte-Spielen. Es geht um 3 schwer zu spielende Passagen, die ihr mitüben könnt, auch wenn ihr das Stück nicht kennt. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Vera Petri und gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Gleich mal vorab, dieses Video ist Folge 2 aus einer ganz kleinen Serie von Videos über den Wechsel von hohen zu tiefen Tönen und umgekehrt, die ich gerade herausbringe. Die erste Folge gab es kürzlich und die verlinke ich euch nochmal im Infokasten hier unten drunter. Dann könnt ihr euch die später ganz in Ruhe anschauen. Ihr braucht diese erste Folge aber nicht unbedingt gesehen zu haben, wenn ihr diese heute anschaut. Nochmal zur Erinnerung, vor einiger Zeit hatte ich einen kleinen Aufruf gestartet. Nennt mir doch mal bitte eure Stücke, in denen besonders schwierige Stellen vorkommen mit dem Wechsel von tiefen zu hohen Tönen oder umgekehrt, und schreibt das mal in die Kommentare oder mailt mir. Ja, und dann kamen einige Vorschläge und eigentlich dachte ich nehme mal den ersten Schub an schwierigen Stellen, an gefürchteten Passagen und mache daraus ein Video. Das habe ich auch gemacht, das habe ich gedreht, aber dann erst am Ende gemerkt, wie lang dieses Video war. Das heißt, ich musste dieses eine Video in 3 teilen und da habt ihr eben letztes Mal Folge 1 gehört und jetzt ist es Folge 2. Das heißt, ihr bekommt auch noch einen 3. Teil demnächst. So wird es, denke ich, nicht zu viel Input auf einmal. Jetzt geht es aber gleich los. Wichtig ist noch für euch, ihr braucht das Stück, um das es heute geht, nicht zu kennen. Wir besprechen sowieso nur eine kleine Passage daraus und ich blende ja auch die Noten ein und erkläre euch die Griffe, so dass ihr mitmachen könnt, wenn ihr in der Lage seid, bis zur 2. Oktave auf der Altblockflöte zu spielen, sage ich mal. Ihr könnt es euch natürlich auch einfach alles nur anschauen und lernt trotzdem hoffentlich einiges dabei. Also, ich würde sagen, schnappt euch eure Altblockflöte, wenn ihr möchtet, und wir legen los. Und zwar wieder, wie beim letzten Mal, mit einer ganz kleinen Stelle aus der Orchestersuite Nummer 3 von Johann Sebastian Bach, die eine Zuschauerin von mir im Blockflötenquartett spielt. Und dort spielt sie die Altblockflötenstimme und da kommen eben ein paar fiese Passagen vor, die ihr nicht so ganz leicht fallen. Und heute habe ich einen 2. Vorschlag von ihr genommen. Nächstes Mal gibt es dann Bach, Partita, Solo-Partita und Telemann Fantasie in der 3. Folge, aber heute noch einmal etwas aus dieser Orchestersuite, weil ich denke, auch diese Stelle, die ist exemplarisch für viele andere Stellen, die euch begegnen können in Stücken. Wundert euch bitte nicht, wenn ich gleich mein Outfit gewechselt zu haben scheine. Ich musste, wie gesagt, das Video in 3 Teile teilen und natürlich etwas euch dazu erklären, wieso das so ist. Und deshalb gebe ich jetzt weiter an die Vera von vor 2 Wochen, die damals dieses Video eigentlich gedreht hat. Bitte schön. So, dann habe ich eine weitere Stelle, die die Zuschauerin mir geschickt hat. Hier haben wir auch wieder dieses hohe Cis mit dem hohen D, hohes Cis, hohes D. Diese ganze Abteilung, die so hoch ist, die ist eigentlich ganz einfach zu spielen. Hier nochmal klar machen, was sind die Griffe. Das ist nämlich nur ein einziger Finger, der sich verändern muss, weil alles hinten halb ist. Und ich bin überzeugt, dass hier nur so eine gewisse Panik vielleicht oder eine Ängstlichkeit, die man hat, von dem tieferen Ton zum hohen zu wechseln, das Ganze sabotiert. Also, dass man dann anfängt, man spielt Cis-D und denkt schon, jetzt kommt gleich das hohe Cis. Und vor allem, wie geht das nochmal?
Das tiefe Cis ist nämlich mit 1, 2, 1/2 oder 1, 2, 3 hier drauf und das hohe Cis, wie gesagt, nur mit dem einen. Und das ist ja auch der Grund, warum das für viele so verwirrend ist. Also das tiefe Cis mit diesen dreien und das hohe nur mit dem einen. Und ihr habt gerade das tiefe Cis gespielt und dann kommt schon das hohe. Und hier würde ich auch wieder in kleinste Teile zerlegen und einzeln klar machen. Also einmal tiefes Cis D, einmal hohes Cis D. Ja, und was ist hier auch wieder mit dem Blasen? Unten schön entspannt und voll und oben schärfer und ein bisschen schneller. Und dann kriegen wir am Ende dieses kleinen Stückchens wieder den Wechsel von hoch nach tief. Und das ist jetzt vom Griffwechsel her richtig fies. Also da habt ihr D und dann Gis. Beim Gis sind die beiden weg. Das ist auch oft die Frage, wenn Schülerinnen und Schüler spielen, wie geht der nochmal? Also die beiden Finger ganz und die drei ganz. Ich sage immer Brot ohne Kruste, oben nichts, unten nichts. Und das ist das Gis. Und ihr kommt von sozusagen dem Gegenteil, von dem hohen D. Da habt ihr die beiden drauf, den hinten halb. Ja, und den einen noch. Und dann müsst ihr gefühlt alles loslassen. Und das würde ich unbedingt einzeln üben. Nochmal nur den Griffwechsel auf dem Trockenen, mit Augen zu, fühlen, auch mal gucken und es machen und dann mit den richtigen Tönen spielen. Und da könnt ihr auch wieder rhythmische Variationen euch ausdenken oder zum Beispiel jeden Ton ein paar Mal. Ja, und eben auch von oben nach unten und umgekehrt, damit sich das wirklich einprägt. Ihr müsst euer Tempo immer so anpassen, dass es höchstens so schnell ist, dass ihr es fehlerfrei spielen könnt. Denn eurem Gehirn ist es wurscht, ob das richtig gespielt war oder falsch. Das prägt sich alles ein, was ihr mehrmals nacheinander auf die gleiche Art spielt. Das heißt, wenn ihr das 7, 8 Mal probiert und es geht immer auf die gleiche Art schief, dann ist das einprogrammiert. Und das wollen wir natürlich nicht. Also versucht, alle Stellen möglichst fehlerfrei zu spielen. Und ich garantiere euch, das erfordert sehr viel Geduld, aber das zahlt sich voll aus. Ja, und beim Wechsel von hoch nach tief auch wieder auf den Druck achten im Luftstrom. Also in der mittleren Lage nicht so viel, in der hohen schön schießen. Dann hat sie noch eine Stelle mir eingekreist, markiert, wo ein ganz tiefer Ton vorkommt, nämlich das tiefe Gis. Und das könnt ihr natürlich nur spielen, wenn ihr Doppellöcher habt. Und dabei ist das G eben nicht ganz, der letzte Finger hier nicht ganz drauf, sondern nur auf dem halben Loch. Und da ist natürlich äußerste Vorsicht geboten, dass man nicht drauf drückt, weil man den Finger an die richtige Stelle kriegen will. Das ist also schon mal Nummer 1 meiner Tipps. Ja, dass ihr auch bei so einem kniffligen Ton nicht drauf drückt, dass ihr ruhig mal guckt, wie muss der hier drauf, aber dass ihr das eigentlich in der Spielhaltung ausprobiert, indem ihr es fühlt. Ihr könnt auch mal so gucken, aber wenn ihr dann die Flöte dreht, ist euer Handgelenk wieder anders und das bringt nicht so viel. Deshalb fühlen, ob der an der richtigen Stelle ist. Und dann auch hier wieder den Wechsel üben von dem vorherigen C. Und hier würde ich euch raten, eure Hand für das Gis nicht sehr zu drehen. Es gibt diese Technik, ich weiß, dass das viele so machen und so eine leichte Drehung ist auch nötig, aber versucht möglichst die 3 Finger, die das tiefe Gis ausmachen, hier in der rechten Hand, wie eine Einheit zu bewegen. Also, dass ihr euch vorstellt, C, Gis, C, Gis.
versucht, diese 3 Finger, die mit rechts das tiefe Gis spielen, möglichst in derselben Stellung zu haben, als wenn ihr ein tiefes G spielt, mit dem Finger ganz drauf. Ihr könnt den Ringfinger so ein kleines bisschen mehr beugen, damit er hier trifft. Und so ganz leicht kann man vielleicht die Hand drehen, aber ich würde euch empfehlen, nicht so zu machen. C, Gis, C, Gis, weil das ist sehr unwahrscheinlich, dass ihr dann gut trefft. Außerdem gibt es eine Spannung auf der Hand und eine Verkrampfung. Also da würde ich mal darauf achten, dass ihr wirklich das wie eine Schablone oder wie soll ich sagen, ihr habt das C und die 3 machen das Gis, dass ihr direkt trefft. Und das müsst ihr eben ins Gefühl kriegen. Das könnt ihr ganz oft auf dem Trockenen üben. Einmal ist das G und einmal ist das Gis. Dann könntet ihr natürlich den Wechsel vom G zum Gis üben. Und zwar mit Hochheben, nicht mit Schieben. Würde ich euch empfehlen, ja? G, leicht anheben, Gis. Und dann ist nämlich auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass ihr vom C kommend das auch trefft. So, ich denke, das war für diese Stelle das wirklich Schwierige daran, denn vom Gis zum A ist natürlich leicht, da brauche ich nur einen Finger hochzuheben. So, das war wie gesagt die letzte Stelle aus dieser Orchestersuite, die ich mit euch mal behandelt haben wollte. Und nächstes Mal gibt es die versprochene fiese Stelle aus der Solopartita von Johann Sebastian Bach und aus der 10. Fantasie von Georg Philipp Telemann. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie dieses gemeinsame Üben an dieser Stelle für euch gepasst hat. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare unter diesem Video schreiben, ob sie in euren Augen geeignet war, um solche Wechsel von hoch nach tief und von tief zu hoch zu üben. Ob es womöglich zu schwierig war, die Stelle, oder zu einfach. Ich versuche natürlich immer, mich so gut wie möglich in euch hineinzuversetzen, was euch schwerfällt, warum es euch schwerfällt, und besinne mich dann auch darauf zurück, was mir früher selbst geholfen hat. Und es wäre natürlich schön, wenn das übereinstimmt mit dem, was euch hilft. Aber wer kann mir das besser sagen als ihr selbst? Also scheut euch nicht, hier mal zu kommentieren, dann freue ich mich und die anderen natürlich auch, die das lesen. Und ich erlaube mir nochmal dran zu erinnern, dass ihr mir eine Riesenfreude macht, wenn ihr meinen Kanal hier abonniert, indem ihr auf das kleine Glöckchen klickt und dann auch dadurch benachrichtigt werdet, wenn wieder ein neues Video von mir erscheint. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal und vor allem bei Folge 3 dieser kleinen Serie wieder dabei. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuhören heute und bis bald. Tschüss!